Du machst Filme. Ja, Warum, wenn man fragen darf? naja, weil ich mir bestimmte Fragen stelle. Aha. Was für Fragen? Das kann ich so genau nicht sagen. Also zum Beispiel, wie es hinter der Tapete aussieht. Naja, Fragen stellen sich ja viele. Aber warum Film? Warum Kunst? Vielleicht, weil es andere interessieren kann. Ist das so? Ja, ich denke schon, ja. Wenn du eine Idee für einen Film hast, Mhm. wie gehst du da vor? Naja, ich schreibe es erstmal auf. Und weiter? Ja, und dann gucke ich, wie ich das so umsetzen kann. Also ich mache dann so eine Art Realitätsabgleich, wenn man so will. Mhm. Mhm. Und wie lange dauert sowas? Was, das Schreiben oder das Filmen? Beides. Kommt drauf an. Also so wie ich mich kenne, ziemlich lang. Mhm. Woran liegt das? Trägheit? Selbstzweifel oder Mangel an Erfahrung? Tja, kommt alles irgendwie so zusammen, ja. Mhm. Verstehe. Sag mal, wie sieht denn dein Tag so aus? Was machst du? Wie sieht der Tag des Kunststudenten und angehenden Filmemachers Noah Fritzsche so aus? Du hast doch ziemlich viel Zeit, nehme ich an. Ja, das stimmt. Was stimmt? Ja, dass ich viel Zeit habe. Aha. Und weiter? Naja, also ich stehe morgens auf, esse was, putze mir die Zähne und schaue halt, wie ich den Tag so rumkrieg. Also meistens passiert nichts, weder im Kopf noch im Tun und es geht mir ja selber auch auf Dauer ziemlich auf den Keks. Aber das passiert auch nur dann, wenn ich jetzt nicht, sagen wir mal, arbeiten oder verabredet bin. Du arbeitest. Ja, Was, wenn ich fragen darf? nee, ich bin Verkäufer in einem Kiosk. Verkaufen in einem Kiosk. Toll. Das ist toll. Na, ist doch ein schöner Job. Systemrelevant. Sag mal, was wird das hier eigentlich? Du, ich spreche hier nur alles nach, was du mir vor dem Interview auf den Tisch gelegt hast. Ja? Ja, das war auch der Plan. Ja. Und steckt da eine Absicht dahinter? Schon, ja. Aha, ja, gut. Und die wäre? Naja, ich würde sagen, das ist so eine Art Selbstbefragung, bloß halt in erweiterter Form. Okay, aber das beantwortet jetzt nicht meine Frage. Was war denn die Frage nochmal? Welche Absicht dahinter steckt? Äh, Also ich meine, da steckt doch irgendeine Idee dahinter oder zumindest eine Aussage, die du treffen willst. Noah, was ist der Mehrwert? Warum glaubst du, Menschen würden sich für deine Filme interessieren? naja, ich denke, dass Kunst und auch Filme machen in gewisser Weise ziemlich zwecklos ist. Ach so. Und warum denkst du das? Naja, weil du gerade von Mehrwert gesprochen hast. Also ich glaube jetzt nicht an einen speziellen Nutzen, den Kunst und auch Filme irgendwie hervorbringen sollen. Ach so. Also pass auf, mit Mehrwert war eigentlich auch mehr die Rezeption gemeint, die ja, wie du wahrscheinlich weißt, bei der künstlerischen Arbeit eine bedeutende Rolle einnimmt. Ja? Der Mehrwert soll ja nicht bei dir haften bleiben, sondern bei den Leuten, die sich das anschauen, was du da so treibst. Ja, da gebe ich dir recht. Ey, was soll das? So, das war, weil du nicht richtig Stellung beziehst, weil du für deine Idee nicht einstehst. Ich meine, du musst dich doch als Kunststudent oder angehender Filmemacher doch erklären können. Ja, muss man das? Ja, ich denke, das sollte man. Ich meine, das ist doch sonst geblufft. Ich kann mir doch nicht einfach jegliche Scheiße, irgendwas Beliebiges aus der Nase ziehen und irgendeinen beliebigen Film draus machen. Ich muss doch meine Absichten und meine Ideen erläutern können. Ja, ich meine, ist doch langweilig, irgendwie einfach irgendwas zu machen, weil es irgendwie interessant sein könnte. Ich meine, Kunst ist doch kein reiner Selbstzweck. Der tut mir leid. Ey, sag mal, was soll das? Ja, wach auf, Junge. Entschuldige bitte, aber ich hatte da ein bisschen mehr von dir erwartet. Ja, nu, was soll ich jetzt sagen? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, wenn dir nichts mehr einfällt. David Lynch erklärt zum Beispiel in seinen Filmen auch nicht seine Absichten. Was interessiert mich denn jetzt David Lynch? Ich spreche doch gerade mit dir, mit Noah Fritzsche. Okay, was sagen eigentlich deine Eltern dazu? Wozu? Naja, zu dem, was du hier so machst, deinen ganzen Filmkrams und so. Ja, die stehen dahinter. Ja, wirklich? Schön. Mutti hat dich lieb. Ist doch toll. Noah, was macht ein Kunstwerk oder einen Film deiner Meinung nach sozialkritisch? Dafür gibt es im Grunde genommen nur ein Kriterium. Und das wäre? Ja, man sollte es dem marxistischen Diktum entnehmen,
dem meiner Meinung nach zufolge jede ernstzunehmende Kritik auf die Umwerfung aller Verhältnisse zielt, in denen der Mensch ein durch und durch erniedrigtes, geknechtetes und verlassenes Wesen ist. Also ein sozialkritisches Kunstwerk sollte dann mindestens und potenziell der Aufhebung auch solcher Verhältnisse zuarbeiten. Schön. Bravo. Hast du auswendig gelernt, was? Ja, Wunderbar. Toll, wirklich. Und sind deine Filme in diesem Sinne sozialkritisch? nein, das kann man nicht wirklich sagen. Interessiert dich doch auch gar nicht. Ich meine, du willst doch lieber irgendwelche beliebigen Filme machen, oder? Ein filmischer Poet sein, der sich nicht erklären muss. Oder? Naja, das klingt nach so einer Aufgabenbestimmung dessen, was die Kunst oder Filme oder ich irgendwie zu leisten hätten. Also mir gehen diese dogmatischen Haltungen tierisch auf den Keks. Tatsächlich. Ja. Okay. Wer von beiden ist gebärfreudiger? Nabokov oder Pasternak? Gebärfreudiger? Ja, gebärfreudiger. Keine Ahnung, ich habe beide nicht gelesen. Schade. Okay. Wer von beiden wärst du lieber? Fix oder Foxy? Keine Antwort? Gut. Wie oft masturbierst du in der Woche? Ganz im Ernst, was wird das hier eigentlich? Also erst fragst du mich nach meinen politischen, künstlerischen Absichten, für die ich mich für irgendetwas, was ich mache, erklären soll. Und jetzt fragst du mich nach Pasternak, der mich einfach überhaupt nicht interessiert. Ja, wie gesagt, ich lese hier nur ab, was du mir vor dem Interview auf den Tisch gelegt hast. Ich meine, du weißt doch, dass das deine Fragen und deine Antworten sind. Ich bin doch hier praktisch nur das Sprachrohr für deine bekackten Selbstbefragungszweifel. Aber gut, okay. Vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die sich für das interessieren, was du machst, oder die es sogar toll finden. Nur sag's den Leuten doch mal. Sag's doch den Leuten da draußen mal. Sag den Leuten da draußen noch mal, guck, da ist die Kamera. Sag den Leuten doch mal, was du hier eigentlich machst. Naja, ich dachte mir halt einfach machen. Ausprobieren, experimentieren und so weiter. Darum geht's. War's das? Ja. Ernsthaft? Okay, Noah. Ganz ehrlich. Das ist doch alles nur gequirlte Scheiße. Sorry. Ich meine, vielleicht solltest du dir beim nächsten Mal erstmal eine klare Struktur überlegen. Oder die Fragen und den Verlauf des Dialogs spezifischer ausführen. Ja, dann bekommt das Ganze vielleicht Form. Aber so? Das hier ist doch nur ein einziges, fahriges, beliebiges Getüdel. Ja, erst diese Verhörnummer, dann dieses, oh, ist doch alles nur gespielt und Fiction, bis hin zu diesen rätselhaften Zwischenfragen, Fix oder Foxy. Ich fasse es nicht. Das ist doch einfach nur albern. Und darüber hinaus noch völlig vorhersehbar, unspezifisch und langweilig. Ja, der Rahmen bleibt die ganze Zeit der gleiche. Das Spiel im Spiel. Die Kritik am Spiel im Spiel. Das Spiel über die Kritik am Spiel im Spiel. Ja? Und so geht das endlos weiter, aber endet am Ende in nix. Ja? Führt zu nix. Ich meine, man hört hier die ganze Zeit nur der Selbstvergewisserung eines völlig überforderten Kunststudenten zu. Das ist doch uninteressant. Noah, mach doch mal eine richtige Arbeit. Mach doch mal ein Projekt abseits dieser überempfindlichen Selbstbezogenheit. Das sind Sketches, Noah. Sketches, verstehst du? Ich meine, entschuldige mal, aber du studierst doch bildende Kunst. Mach doch mal Kunst. Guck dir doch mal was von Kenneth Anger, Stan Brakhage oder von Ken Jacobs an, ja? Mach richtige Filme, keine Dialoge. Ja, das kannst du auf der Filmschule machen oder beim Theater, wo man das schön brav lernt. Filmisches Erzählen, Plotpoints, Dramaturgie, ja? Oder wie der ganze Scheiß heißt. Noah, das ist Unterhaltung. Unterhaltung. Das ist RTL, das ist Boulevard. Ja. Ja, ich meine, du willst doch Künstler werden, oder? Ja, dann hau mal auf die Kacke. Mach mal eine richtige Arbeit. Mach richtige Filme und nicht so eine Scheiße. Das ist zum Kotzen langweilig. Okay, also von mir aus können wir aufhören. Ich habe keinen Bock mehr. Such dir einen anderen Blöden. Irgendwie einen Schauspielstudenten oder keine Ahnung. Nimm den Kameramann. Ich bin raus. Ich habe keinen Bock mehr. Arschloch.